5 Symptome von Gebärmutterhalskrebs, die keine Frau ignorieren sollte. Wussten Sie, dass Gebärmutterhalskrebs die vierthäufigste Krebsart bei Frauen auf der ganzen Welt ist, insbesondere bei den Jüngsten? Obwohl das Durchschnittsalter für die Diagnose bei etwa 50 Jahren liegt, kommt er häufig vor bei Frauen im Alter von 35 bis 44 Jahren. In den Vereinigten Staaten werden jedes Jahr etwa 11.500 neue Fälle von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert, was jährlich zu etwa 4.000 Todesfällen führt. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an, denn es enthält eine Liste der häufigsten Symptome von Gebärmutterhalskrebs, die bei Ihnen auftreten können. Gebärmutterhalskrebs ist durch abnormales Wachstum von Zellen im Gebärmutterhals gekennzeichnet, dem Durchgang, der die Gebärmutter mit der Vagina verbindet. Dieser empfindliche Bereich befindet sich im unteren Teil des Gebärmutterhalses. Der Gebärmutterhals spielt eine wichtige Rolle als Barriere gegen Infektion und erleichtert den Durchgang von Spermien. Eine Infektion mit dem humanen Papillomavirus kann jedoch ihre Funktionen beeinträchtigen, wenn infizierte Zellen im Gebärmutterhals beginnen, sich unkontrolliert zu vermehren, und sie können im Laufe der Zeit in andere Organe und Gewebe eindringen, was zu Krebs im fortgeschrittenen Stadium führen kann, aggressiver und schwieriger zu behandeln. Lassen Sie uns nun die 5 Symptome dieser Krankheit besprechen, die keine Frau ignorieren sollte. Interessanterweise könnte das 5. Symptom auf unserer Liste für viele eine Überraschung sein. Erste ungewöhnliche Vaginalblutungen. Es ist besonders wichtig, auf Blutungen zu achten, die nach dem Geschlechtsverkehr oder zwischen den Menstruationsperioden auftreten. Die Schwere dieser Blutungen kann variieren, und anhaltende Blutungen sind ein wichtiges Warnzeichen bei Gebärmutterhalskrebs, da das Gewebe davon betroffen ist. Die Krankheit und die Blutgefäße werden brüchiger, was zu Blutungen führt, und wenn sie auftreten, kann es zu Schäden an gesundem Gewebe kommen, was auch zu Blutungen aus dem Vaginalausfluss führen kann, obwohl der Vaginalausfluss eine normale Körperfunktion ist. Veränderungen in Dicke, Farbe oder Geruch können auf ein Gesundheitsproblem hinweisen. 2. Rücken- und Bauchschmerzen. Schmerzen oder Unwohlsein beim Geschlechtsverkehr können ein häufiges Symptom von Gebärmutterhalskrebs sein. Dieser Schmerz kann ein scharfes Brennen oder ein krampfartiges Gefühl darstellen. Zervizitis. Da es oft mit Krebs in Verbindung gebracht wird, kann es zu schmerzhaften sexuellen Aktivitäten führen. Darüber hinaus ist es wichtig, aufmerksam zu sein. Bei anhaltenden Schmerzen im unteren Rücken und im Becken, insbesondere wenn sie außerhalb der Menstruationsperioden und ohne erkennbare Ursache auftreten, können diese Schmerzen ein Zeichen für Gebärmutterhalskrebs sein, der wahrscheinlich durch einen Tumor verursacht wird, der auf die Nerven der Knochen oder anderer Organe drückt. Im Beckenbereich kann es aufgrund seiner Nähe zur Blase zu erheblichen Veränderungen der Harngewohnheiten kommen. Das unregelmäßige Wachstum eines Tumors im Gebärmutterhals kann Druck auf die Blase ausüben, was zu Veränderungen im Harnmuster führt, beispielsweise zu einer erhöhten Häufigkeit des Wasserlassens und zu Symptomen wie Blut im Urin und Verlust der Kontrolle über die Blase. Im Rahmen des Krankheitsverlaufs können auch wiederkehrende Harnwegsinfektionen auftreten. Darüber hinaus können Darmprobleme auch ein Hinweis auf Gebärmutterhalskrebs und Tumorwachstum sein. Bevor wir uns mit den folgenden Symptomen von Gebärmutterhalskrebs befassen, vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Benachrichtigungen zu aktivieren, um über Lehrvideos wie dieses auf dem Laufenden zu bleiben. 3. Schmerzen und Schwellungen in den Beinen. Wenn sich Gebärmutterhalskrebs auf die Lymphknoten im Beckenbereich ausbreitet, kann dies zur Entwicklung von Tumoren in diesem Bereich führen, die auf die Beckenwand drücken und Schmerzen und Schwellungen im Beckenbereich verursachen können. Beine. Es ist wichtig, diese Symptome zu bemerken und einen Arzt für eine ordnungsgemäße Beurteilung zu konsultieren. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Schmerzen und Schwellungen in den Beinen auftreten können. Es kann auch verschiedene andere Ursachen haben, darunter Verletzungen, Blutgerinnsel, Durchblutungsstörungen, Krampfadern und Fettleibigkeit. Schwangerschaft, übermäßiger Salzverzehr oder Einnahme bestimmter Medikamente. Daher ist eine umfassende medizinische Abklärung erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln. 4. Unerklärlicher Gewichtsverlust ist ein weiteres entscheidendes Symptom von Gebärmutterhalskrebs. Diese Krankheit kann, wie viele andere Krebsarten auch, den Appetit stark beeinträchtigen und den Stoffwechsel des Körpers, beispielsweise das Immunsystem, verändern.
Das System bekämpft Krebs und arbeitet möglicherweise intensiver, was zu einer erhöhten Produktion kleiner Proteine, sogenannter Zytokine, führt, was bei vielen Menschen zum Abbau von Fett und Muskeln und letztendlich zu einem erheblichen Gewichtsverlust führt. 5. Sexuelle Aktivität, insbesondere ungeschützter Geschlechtsverkehr, gilt aufgrund der Übertragung auf den Menschen als Hauptrisikofaktor für Gebärmutterhalskrebs. Humanes Papillomavirus, HPV. Dieses Risiko ist bei Personen mit einem geschwächten Immunsystem größer. Darüber hinaus sind Rauchen und familiäre Vorerkrankungen von Gebärmutterhalskrebs weitere Faktoren, die dazu beitragen. Denken Sie jedoch daran, dass Vorbeugen besser ist als Heilen, insbesondere wenn es um Gebärmutterhalskrebs geht. Der beste Weg, Gebärmutterhalskrebs vorzubeugen. Zu den vorbeugenden Maßnahmen gehören in erster Linie Schritte zur Vermeidung einer Infektion mit HPV, wie die Verwendung eines Kondoms bei sexuellen Aktivitäten. Mit dem Rauchen aufzuhören und sich regelmäßigen Gesundheitsuntersuchungen zu unterziehen. Die HPV-Impfung ist auch ein wichtiges vorbeugendes Instrument, das Frauen im Alter von 9 bis 45 Jahren empfohlen wird, insbesondere solchen, die sexuell aktiv sind. Wie wird nun Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert? Dazu gehören in der Regel Screening-Tests wie ein Pappabstrich, der Veränderungen in den Zellen des Gebärmutterhalses erkennt. Dieser Test wird als vorbeugende Maßnahme empfohlen. Bei Anzeichen von Krebszellen kann der Patient zu einer Biopsie überwiesen werden, chirurgischer Eingriff. Zur Erkennung von Gebärmutterhalskrebs kommen auch andere diagnostische Methoden wie die Kolposkopie zum Einsatz. Bei der Kolposkopie wird der Gebärmutterhals mit einer Lupe untersucht, um abnormale Bereiche genau zu untersuchen, wenn Gebärmutterhalskrebs bestätigt wird. Zervikale Empfindlichkeit. Medizinisches Fachpersonal kann zusätzliche Tests durchführen, um die Art, das Stadium und den Grad des Krebses zu bestätigen. Sobald Krebs diagnostiziert wurde, wird die Behandlung von Gebärmutterhalskrebs individuell angepasst und hängt vom Stadium der Erkrankung, der Größe des Tumors und persönlichen Faktoren wie Fruchtbarkeitsaspekten ab. Wenn Sie diese wertvollen Informationen gefunden haben, liken Sie bitte unseren Kanal und abonnieren Sie ihn. Vergessen Sie nicht, Benachrichtigungen für aufschlussreichere Inhalte zu aktivieren, die Ihnen dabei helfen, ein gesünderes und achtsameres Leben zu führen. Vielen Dank für Ihr Interesse und wir freuen uns darauf, Sie im nächsten Video zu sehen.